ein letztes Mal. Unglaublich. Diese Technik. Ja, und herzlich willkommen auf der Mopedinsel. Elefantentreffen 2023. Resümee. 2023 war ein ganz tolles Treffen, nachdem ich 3 Jahre nicht dort war und es schon Jahre gegeben hat, wo das mehr oder weniger so eine gesellschaftliche Verpflichtung war, dass man da hinfährt. Ich meine, es war immer leibend, wenn man dort war, aber das Hinfahren war manchmal schon, was du dachtest, ja, schon wieder und muss das sein. 2023 war alles anders. Ich war richtig heiß drauf, ich war richtig scharf drauf, dort wieder hinzukommen, hat mir richtig Freude gemacht, hat mir richtig Spaß gemacht. Die Leute, das Treffen, ganz toll. Ich freue mich schon direkt auf 2024. Ich hätte gleich am Montag schon wieder wegfahren können, ganz ehrlich. Vielen Dank für die Kommentare zum Video. Richtig leibend, hat mir richtig Spaß gemacht. Das Video drehen, das Video schneiden und eure Kommentare zu lesen. Vielen Dank, ganz toll. Speziell möchte ich mich jetzt an den User Wunjo Tiwatz wenden, der einen Kommentar dagelassen hat, wo drin steht, dass ich den Zapper nicht erwischt habe. Lieber Wunjo Tiwatz, es stimmt, den Zapper habe ich nicht erreicht oder den habe ich nicht für die Linse bekommen, aber ich habe sein Motorrad gefilmt. Film ab! Ich weiß, dass es jetzt den Zapper nicht, aber vielleicht 2024 bekomme ich ihn vor die Linse und auch gleich den Amadeus, weil beide hätte ich gern für Mopedinsel TV mal für ein kleines Interview gehabt. 2023 ist geschlagen, 2024 steht vor der Tür, nach dem Treffen ist vor dem Treffen. In der Garage und Werkstatt trocknen und stinken die Sachen vom Treffen noch aus. Es wird noch ein paar Wochen dort liegen bleiben, schätze mal, bis der Geruch, dieser Brandgeruch ganz heraus ist. Und wie Sie seht, sitze ich da auf meinem Beiwagen. 2023, heuer war ich also nicht mit dem Beiwagen dort, sondern mit der Solomaschine, weil ich für meinen Beiwagen leider kein Pickel bekommen habe. Ursprünglich habe ich das Gespann ja seinerzeit mit einem Boot gebaut, da war das Ganze nur schwarz. Dann habe ich es auf ein Enduro-Boot umgebaut und das will mir keine Werkstatt mehr jetzt genehmigen. Das heißt, es kommt wieder ein Boot drauf. Stört mich jetzt gar nicht so sehr, dass sich meine Lebensumstände ein bisschen geändert haben und ich ein Boot sehr gut brauchen kann als Seitenwagen. Am Wintertreffen war es jetzt so, dass da ein 100er GS, ja 100 GS spazieren gefahren ist, ein schwarze mit Ural-Seitenwagen, so wie meine früher auch war. Und der hat dieses Dankdekor, diesen gelben Schriftzug am Seitenwagen auf der Seite weitergezogen, was mir sehr gut gefallen hat, muss ich sagen, hat mir wirklich gut gefallen. Und mich auch auf die Idee gebracht hat, wenn da ein Boot draufkommt, dann wird das Boot auf jeden Fall rot-weiß lackiert, passend zur Zugmaschine und das Dankdekor von der Zugmaschine am Seitenwagen auch weiterführen, inklusive dem Logo von Mopedinsel TV. Somit habe ich auch schon das nächste Projekt verraten und wie es auf dem Kanal weitergehen wird, nämlich der Umbau vom Seitenwagen, nämlich wieder zurück auf ein Boot. Im Zuge dessen gibt es noch 2 Kleinigkeiten zu erledigen. Am Getriebe habe ich seinerzeit, wie ich das Gespann neu gemacht habe, eine Kupplung verbaut, die leider immer noch rutscht, sprich im ersten Gang aus einer Kehre heraus beschleunigen, verliere kurzzeitig den Kraftschluss. Ist mir gesagt worden, dass ich eventuell eine schlechte Kupplung verbaut habe und ich soll mir mal eine Sachskupplung umschauen und, und das Ganze gegen eine Sachskupplung tauschen, dann sollte das Problem behoben sein. Und ein weiteres Problem ist noch, dass der Simmerring vom Schaltgestänge und so die Schaltwelle rausgeht zum Schalthebel, dass der undicht ist, den muss man auch noch beheben. So schaut's aus. Die Bestellung fürs Boot ist übrigens gleich am Montag nach dem Treffen rausgegangen. Das heißt, das Boot sollte dann schon bald am Weg sein, inklusive Rahmen. Wird ein bisschen dauern das Ganze auch, weil man ja beim Rahmen, dieser Original-Uralrahmen, so wie der auch, muss man den vorderen Anschluss allerdings umschweißen, damit er mal darauf passt. Bis dahin wird es weiterhin noch Videos von der BMW F650 geben, die ich mittlerweile gar nicht mehr besitze, aber die Videos können auch noch geschnitten und hochgeladen. Für alle, die sich vielleicht bei BMW F650 interessieren, ist das sicher interessant. Ich bedanke mich bei allen, die jetzt neu hinzugekommen sind auf dem Kanal. Vielen Dank. Schaut euch mal durch die Playlist durch, vielleicht sind ein paar Videos dabei, die euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr dabei bleiben würdet bei mir. Wenn nicht, sehen wir uns nächstes Jahr am Elefantentreffen wieder, oder? Auch nicht schlecht. Alle anderen, die dabei bleiben, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Alles dann. Mehr, wenn ihr mich wieder seht. Ihr müsst unbedingt gucken, wie es weitergeht. Ciao!